Hallo und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie und heiße Sie willkommen auf dem Kanal RawVideo bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. So war es zumindest der Anspruch hier, wenn das auch nicht immer so im Detail eingehalten werden kann, da ich auch schon mal mit Filtern spiele, mit falscher Fotowand und so weiter. Aber ansonsten ist alles echt. Ja, ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins Onlife. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, dieses Channels, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich bei mir hier vollzieht, im Einzelnen, ja, konkret Tag für Tag abzuarbeiten, zu beobachten, zu dokumentieren, festzuhalten und sich darüber Rechenschaft abzulegen, was man da jetzt selber dann macht und wie man selber daran beteiligt ist und wie das auf einen einwirkt. Also ob man sich zu einem Homo Digitalis, also zu einem Homo Dementis entwickelt. Ich befürchte eher Letzteres. Aber das soll uns nicht stören. Demenz kommt ja auch von Alter und von Krankheit, also nicht nur vom Digitalen. Ja, heute ist also der Tag der Zeitumstellung gewesen, die Nacht. Ich habe schon 2 Uhren umgestellt. Wir haben jetzt 8:40 Uhr. 8:40 Uhr und ich habe schon einen Smoothie gemacht. Und die Uhr von 39 auf 8:30 Uhr habe ich schon umgeschaltet. Ja. Jetzt habe ich Momente 1, 2 in der Küche, am Bett und diese 3 Uhren habe ich umgestellt. Telefon brauche ich nicht. Die andere Uhr stellt sich ja von alleine um. Ja, das war's schon bald. Jetzt muss ich noch den Fernseher schalten und dann war's das. Tablet und zum Machen das automatisch. Meine Armbanduhr muss ich noch umschalten, umstellen. Ja, dann war es das mit der Zeitumstellung. Jetzt haben wir also Winterzeit. Ja, ich weiß gar nicht, die wollten das so abschaffen und jetzt haben sie es doch nicht abgeschafft oder erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, keine Ahnung. Ich schaue im Moment auch nicht mehr so viele Nachrichten. Ja. Ja, zu gestern, zum Onlife, das gibt wieder heute so meine 5 Themen, arbeite ich wieder ab heute, also Onlife, Gesundheit, Ernährung, Lektüre und Medien. Heute gibt es also dem Thema Onlife wenig zu erzählen. Gestern habe ich also nur 4 Videos geschafft. Und ja, der Grund lag an mir, weil ich bin bei den Müsli-Videos morgens da, habe ich gepennt und habe das Gerät laufen lassen. Und da hatte ich, naja, da 10 GB drauf und da war überhaupt nichts drauf. Das heißt, die Kamera lief, ich habe vergessen, die auszuschalten. Ja, und dann war sie voll und dann hatte ich nur noch den Film, den ich aufnehmen wollte, mein Müsli und so. Das klappte nicht mehr. Naja, gut, mal einen Tag hat man einen besseren Tag, mal einen weniger. Ist mir auch noch nicht passiert, dass ich das bei der Aufnahme habe vergessen. Eine Premiere. Dafür habe ich aber heute darauf geachtet, dass ich sie heute ausschalte. Ja, so passiert einem das halt im Alter, dass man mal dies vergisst, mal jenes und so. Ja, ich weiß gar nicht, wie das gestern kommen konnte. Ich war da irgendwie abgelenkt und dann habe ich das nachher vergessen auszuschalten. Ja, dadurch habe ich dann nachher so ein Defizit gehabt und dann bin ich gestern nur mit Ach und Krach auf 4 Videos gekommen. Auch die Gaming-Videos waren relativ spät und da gab es auch Probleme. Probleme mit dem
mit dem Anspringen. Also da ist immer eine Verzögerungszeit. Du drückst auf den Knopf, jetzt starten, dann kommt das neue Bild und ob das neue Bild jetzt schon aufgenommen wird und live gesendet wird, weiß man dann so genau nicht. Ja, und dann ist der Anfang entweder darauf oder du springst dann mitten in den Satz hinein und so, und das habe ich schon ein paar Mal gehabt jetzt. So genau lässt sich das also nicht timen, scheint mir. Auch wenn jetzt der Rest der Republik ebenfalls live streamt, dann kann es da vielleicht zu Problemen mit der Leitung kommen. Ja, gestern habe ich also 2 Gaming-Videos gemacht, mein Tageswort und mein Müsli, glaube ich, auch noch. 4 Stück. Mager eigentlich, aber ist egal. Damit habe ich gestern 187 zusammen gemacht. Dann wenn wir heute 6 Stück machen, dann haben wir heute 193 ungefähr. Ja, immer noch ein guter Wert. Übrigens, heute haben wir den 27.10.2019, einen Sonntag, der Sonntag der Zeitumstellung, der letzte Sonntag im Oktober. Ja, ansonsten ist alles ruhig hier, am Sonntag sowieso und nach sowas sowieso, nach Zeitumstellung. Die Menschheit muss sich ja wieder daran gewöhnen. Ja, ich habe gut geschlafen, eigentlich von die Nacht 1, 2 Uhr bis heute Morgen. Jetzt machen wir schon so einen schleichenden Übergang in die Gesundheit. Und ich bin eigentlich auch ausgeschlafen. Ja, ansonsten die Beine, ja, die Beine schmerzfrei, Gott sei Dank. Aber beim Stehen habe ich ein komisches Gefühl. So, ich stehe, aber ich habe so das Gefühl, dass die Beine vielleicht irgendwie versagen könnten. Das habe ich früher nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob das eine Muskelschwäche ist oder... Ich muss mal wieder Ergometer mehr machen. Mehr Ergometer-Training, vielleicht auch mehr Kniebeugen wieder. Das habe ich in letzter Zeit nicht mehr so häufig gemacht. Jeden Tag 10 Kniebeugen. Ist vielleicht im Alter wichtiger als in der Jugend. Gerade im Alter sollte man es beibehalten. Ja, voriges habe ich das gut hinbekommen und dann bin ich davon abgekommen. Und ich denke, man muss an seiner Fitness im Alter mehr arbeiten als vorher. Ja, dann haben wir gestern aber, habe ich gestern Lauftraining gemacht? Weiß ich gar nicht. Gestern, ich glaube nicht. Vorgestern war das, aber gestern bin ich ja noch einkaufen gewesen. Da habe ich ein natürliches Lauftraining gehabt. Aber Sonntag hat man kein Lauftraining und von daher, okay. Haben wir also Thema Nummer 2 Gesundheit abgearbeitet. Thema Nummer 3 Ernährung Diät, ja. Heute schon mal Smoothie gemacht hier. Ich habe jetzt wieder die neue Dattelpaste. Die ist ein bisschen besser. Die alte, die schmeckt etwas zu süß und zu billig. Und die neue ist gut verpackt. Kommt, glaube ich, aus Erärhung, so wie ich das verstanden habe. Ja. Also Dattelpaste und Banane heute Morgen schon im Smoothie. Dazu Kakaobohnen.
Die Kakaobohnen lasse ich vielleicht demnächst weg. Erstens mal habe ich keine mehr und zweitens kratzen die vielleicht auch im Hals zu sehr. Ja, gestern habe ich abends noch einen Salat gemacht, einen Nudelsalat mit Erbsen und mit Romana-Salat und mit Zwiebeln und so. Und den habe ich, glaube ich, noch in der Kamera. Der sollte heute mit drauf sein. Da kann ich den heute mit drauf machen. Das ist dann der Salat von gestern. Ja. Okay, das war's auch schon. Dann Thema Nummer 4, Lektüre. Ja, ich habe gestern im neuen Studienbrief gelesen, und zwar das Kapitel 4 angefangen, überflogen. Ich überfliege erst die Kapitel und dann kommt so ein tiefer Lesedurchgang. Also erstmal schaut man natürlich sowieso drüber, dann kommt so ein erster leichter Lesegang, dann kommt so ein vertiefender Lesegang und dann schließlich kommen noch so mehrere wiederholende Lesegänge, Wohlstand fast, vielleicht auch so ein Bearbeitungsgang für die Mindmaps und so weiter. Also in dem Sinne habe ich also gestern den Abschnitt 4, da geht es um die Lerntheorien und ja, dann sagt man also, die Lerntheorien sollen einem das Lernen ja erklären. Und dann gibt es eine Theorie, wie man wissenschaftlich nachweist, dass etwas erklärt worden ist. Also indem man so die Gesetze erklärt, erstens, zweitens, drittens die Gesetze und dann zweitens die Bedingungen erklärt, unter denen die Gesetze wirken. Wie also das Erklärte zustande kommt. Und dabei scheitern die Lerntheorien. Wohl überwiegend, wie der Artikel da so schon beschreibt, die können das nicht leisten, weil das Lernen zu komplex ist und Sprache zu vielfältig. Man hat dann da versucht, so alle Lerntheorien, die ACT, ich weiß noch nicht, was das bedeutet, da durch dieses Prozedere durchzuschleusen, könnte man sagen. Ja, ansonsten habe ich Kapitel 2 vertiefend fast durch. Bin ich jetzt also ich habe gestern nochmal dann die Adversity-Expertise gelesen und dann das Computer Supported Cognitive Learning. Das sind die zwei Methoden, die dann noch ausstehen und jetzt kommt noch über Web 2.0 und so weiter. Lernen in der digitalen Gesellschaft. Also es scheint in der Wissenschaft wesentlich mehr Lerntheorien zu geben als die zwei, drei, die wir am Anfang da hatten, Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus. Und mir ist zwar noch unklar, was sie jetzt genau erklären und wie, aber ich hoffe, da kommen wir vielleicht auch noch dahinter. Ja. Danach, das war das vorletzte Kapitel, dann steht da ein Kapitel aus, 5, ich weiß gar nicht, um was es da geht, 4 waren jetzt die Lerntheorien, 3 ist Medienkompetenz und 2 waren der Fokus auf Lehre und Lernen gerichtet. Ja.
Ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt am effektivsten lernen sollte im Alter. Darum ging es ja eigentlich. Ich wollte herausfinden, wie man es lernt und ob ich überhaupt lerne und was ich lernen soll und wie man dabei vorgeht. Das wollte ich mir von den Lerntheorien, da wollte ich mich instruieren lassen, da wollte ich mich inspirieren lassen. Und mehr so eine metakognitive Perspektive einnehmen. Also bei meinem Video, darum geht es ja im Moment, da weiß ich gar nicht mehr, was ich noch lernen soll. Da ist also die Frage des Tons. Ich kann jetzt noch eine Feinarbeit machen. Ich könnte jetzt versuchen, die einzelnen Videos noch zu verbessern, daran herumzufallen, den Ton noch besser zu machen, das Bild irgendwie anders, sauberer, heller, besser ausleuchten, dass man da so einen Standard hat. An den Thumbnails könnte ich auch arbeiten, dass man da bessere Thumbnails hat. Vielleicht ist man individuelles oder man soll dabei den Fokus in der Mitte, das Wichtigste da konzentrieren und das dann nicht verzetteln und so. Ja, gut. Ja, Thema Nummer 5, Medien. Ja, Nachrichten habe ich gestern gar keine gesehen, glaube ich. Wieder nicht. Und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Also keine Nachrichten und Fernsehen. Fernsehen habe ich auch keins gesehen gestern. Dafür habe ich dabei Netflix, meinen Streamingdienst, da weitergeschaut. Und zwar habe ich also die Rebellion da aus Irland, da habe ich mir die zweite Staffel geschafft. Das war nicht so spannend, dafür habe ich dann eine neue Serie angefangen, die nennt sich Shaka und handelte da von so einem Zulu-König, von dem habe ich auch noch nie gehört. Den gab es wohl wirklich und da wird so seine Geschichte erzählt. Da waren, glaube ich, 8 oder 10 Folgen, die habe ich gestern da mir dann angeschaut bis in die Nacht hinein. Ja, was war das Besondere? Also die Weißen, die landeten, da die Briten in dem Fall landeten bei ihm in seinem Reich. Und er hat dann sofort erkannt, er kann von denen lernen, das ist eine überlegene Rasse mit überlegenen Waffen vor allen Dingen und so und einer überlegenen Kultur. Und ja, dann hat er sie ausgetestet. Versucht dann dahinter zu kommen, was das mit der Schrift auf sich hat. Und ja, der Schluss war dann mysteriös. Irgendwie die einen, die sollten dann als Abgesandte des Zulu-Reiches da mit den Briten ein Abkommen machen. Aber die Briten wollten nicht. Die wollten nicht da mit dem Kafferstamm da verhandeln. Ja, und der König selber,
Der hat also seine Mutter verloren und dann hat er getrauert und schließlich ist er da von seiner engsten Umgebung umgebracht worden. Von seiner Schwester und seiner Leibwache. Die hatten vorher schon mal einen Versuch gemacht, aber also Shakespeare sozusagen bei den Zulus. Ja, der Grund ist eigentlich unklar. Einmal einfach nur Rache von früher und die fühlten sich da vielleicht zurückgesetzt. Er war vielleicht zu tyrannisch. Er hatte auch keine eigene Familie. Er hat sich ja das also angeeignet und usurpiert. Und hat er keine neuen Beziehungen aufgebaut, außer mit den Weißen. Und die waren weg und ja, die hat er dann auch durchschaut. Ja, war also kurzzeitig ja wohl in Afrika eine Macht. Ja, okay, das war also das gestern und dann habe ich heute Morgen noch da die Kominsky-Methode, die habe ich gestern vorgeschlagen bekommen, mir angeschaut, die war ganz witzig, auch eine Serie, ich habe auch 2 Staffeln mit dem Michael Douglas als Schauspielcoach. Der behandelt dann sozusagen sein eigenes Altern. Die Prostata wird immer größer und so, das bringt er ganz witzig und locker rüber. Und auch den Umgang da mit dem Tod und so weiter, das wird locker gespielt. Das habe ich mir gestern angeschaut, das war auch ganz gut. Die Kominsky-Methode, worin die jetzt genau besteht, ist mir noch unklar. Vielleicht, dass man gelassener an die Sache rangeht, dass man nicht mehr so erfolgsbesessen ist und nicht mehr so dass man viel spottet über die anderen. Das ist aber wieder eine jüdische Geschichte. Ja, okay. Das war es ja schon wieder von hier. Wir haben jetzt nur 20 Minuten wieder voll. Okay Leute, ich sage euch noch einen schönen Sonntag heute und macht's gut.